Ich bin Kay, ich komme aus Frankreich, ich wohne in Berlin seit fast 7 Jahren. Ich beschreibe mich als Transmann, bin Künstler auch, arbeite hauptsächlich mit Sexualität und Geschlecht, also Gender, in Form von Performance, Theater, Tanz. Meine Erfahrungen in der Schulszene sind gemischt, zum Beispiel am Anfang meiner Transition. War das ziemlich schwer, weil schwule Männer zu mir gekommen sind und dann habe ich erklärt, was ich war und dann habe ich schon mehrmals die Rückmeldung bekommen, naja, du hast keinen Schwanz, ich habe kein Interesse oder du bist kein echter Kerl oder sowas, was nicht so schön ist. Leute denken einfach, man kann immer die Trans-Leute erkennen und das ist nicht so. Ich heiße Manuel, ich bin ein Trans Man of Color. Ich bewege mich prinzipiell überall in der schwulen Szene, was auch nicht schwer ist, weil ich habe ein 100%iges Passing. Deswegen ist es für mich persönlich relativ leicht, mich überall zu bewegen. Es geht immer ums Aussehen. Es geht immer ums Aussehen. Wenn du irgendwie optisch gefällst, dann kannst du dich relativ leicht in dieser Community bewegen. Aber wehe, das ist optisch nicht entspricht optisch nicht so einer bestimmten Vorstellung, dann wird es schon schwierig. Also es wird prinzipiell immer davon ausgegangen, dass es für den Transmann besonders herausfordernd ist, in der schwulen Community zu sein. Aber die Herausforderung ist eigentlich auf der anderen Seite bei dem Cis-Menschen. Ja? Weil der Cis-Mensch kommt mit etwas in Berührung, was bei ihm eventuell, das gilt natürlich nicht für alle, Ängste auslösen kann oder Unsicherheiten, die dann sozusagen auf die Transperson projiziert werden. Ja? Ich bin Christoph, ich bin 31 Jahre alt, lebe in Berlin und arbeite als Betreuer für suchtkranke Männer und ich bin Cis-Mann. Aktuell date ich einen Transmann und ich mache mir jetzt natürlich schon Gedanken, so beispielsweise, okay, wie kann Sexualität aussehen, was für bestimmte Bedürfnisse hat eine Person vielleicht. Bei mir ist es schon so, dass ich manchmal, wenn ich Dinge noch nicht so kenne, dass ich dann eine gewisse Unsicherheit habe. Wie spreche ich die Person an? Über welche Themen kann ich sprechen? Welche Fragen darf ich stellen zum Beispiel? Meiner Meinung nach sind die meisten Menschen froh, wenn man ihnen wertschätzend und offen gegenübertritt und auch mal Unsicherheiten benennt. Ich sage dann manchmal, hey, sorry, ist das jetzt eine blöde Frage gerade? Ich glaube im Endeffekt, das war auch das, was mir immer geholfen hat, dass ich mit den Menschen gesprochen habe. Also was nach wie vor mir fehlt in der schwulen Community, ist einfach Interesse. Es ist schon anstrengend, wenn ich abends an der Bar stehe und immer dieselben Fragen gestellt bekomme. Ne? Wenn sie dann erfahren, dass ich trans bin und man betreibt permanent Aufklärungsarbeit. Da würde ich mir schon wünschen, dass die schwule Cis-Community einfach sich selbst informiert und einfach mal Interesse für das Thema hat. Was ich mir wünsche, ist, dass es irgendwann kein Unterschied ist. Also, dass einfach schwule Männer uns als andere schwule Männer oder bisexuell oder pansexuelle Männer einfach nehmen und nicht mehr einen Unterschied wegen unserer Vergangenheit und Genitalien machen. Schwul, trans, Teil der Szene.